Wir haben es euch gesagt, wir machen es. Der 2021er Hymercar Grand Canyon S mit Igelhaut Allrad-Ausstattung. Ja, im Vergleich mit dem 217er, den haben wir jetzt auch mal kurz gezeigt. Der steht hier auf der anderen Seite und hier ist Marlene, grüß dich. Hallo Sven. Wir haben noch nicht reingeschaut. Du kennst jetzt den 217er. Der ist schon, ich sag mal, man merkt die 3 Jahre. Also wenn du gerade das MBUX-System gesehen hast, das, ich sag mal, Entertainment-System, das ist jetzt alles hier etwas neuerer. Ich nehme an, du bist schon gespannt. Ich bin sehr gespannt. Schauen wir uns das mal an. Igelhaut, ja. Das hast du vorhin noch nie gehört, aber die Profis kennen das. Das ist ein Allradausstatter, unter anderem für Mercedes-Benz. Ja. Und so sieht das Ganze dann aus. All-Terrain-Reifen von BF Goodrich auf Stahlfelgen wirken besonders martialisch. Können aber auch, wenn du dich mal kurz drehst, da haben wir noch eine andere Felge, nämlich eine Delta-Felge. Die könnten auch so aussehen. Hier steht nämlich noch einer mit Aufstelldach. Hat was. Hat was. Ja, ganz viele sind hier. Wir sind in Sulzemoos beim Hymer-Zentrum Sulzemoos. Und hier stehen ganz, ganz viele Hymer-Fahrzeuge. Und wir werden euch nacheinander alle Autos mal zeigen. Das ist jede Menge Arbeit, aber wir sind ja auch ein paar Tage hier. Jetzt geht es um den Hymercar Grand Canyon S. So sieht er von vorne aus. Hat also schon ein paar Chrom-Applikationen, aber doch recht reduziert. Hat Assistenzsysteme mit eingebaut. Die Markise, wenn du dich mal kurz daneben stellst, als Größenvergleich. Vielleicht mal in die Mitte rein vom Auto, dass man das mal sieht. Und ja, die Marlene geht schon ein bisschen unter im Auto. Denn es ist wirklich hoch. Das ist übrigens, genau, wenn du mal gerade da stehen bleibst, genau an der Stelle, dann sieht man ungefähr dein Bein. Also es beginnt ungefähr beim Knie, beginnt die Bodenfreiheit. Und das ist schon sehr beeindruckend. Da unten drunter sieht man die ganze Technik mal. Stark. Ja, hier ist er. Igelhaut, Allrad. Mercedes Sprinter, 134.488 € und ja, er hat wirklich eine tolle Ausstattung mit drin, hat natürlich ein Automatikgetriebe mit drin, er hat ein Allrad permanent mit Geländeuntersetzung, Differentialsperre, Hinterachse 100% und hat All-Terrain-Reifen drauf und das Ganze schauen wir uns gleich mal an. So sieht er aus von der Seite. Da hat er hier diese Ausbuchtung, die du eben schon gesehen hast, damit man in den Querbit auch liegen kann. So sehen die Ausbuchtungen aus. Und hier oben hast du dann auch die Rückfahrkamera. Das Ganze schauen wir uns gleich mal genau an. Ja, wir gehen mal rein. Bin mal sehr gespannt, wie er innen aussieht im Grand Canyon S. Schlüssel. Und hier braucht man wirklich die Trittstufe. Denn wenn du jetzt so reingehen würdest, selbst da auf der Trittstufe ist es schon relativ hoch. Da könnte man fast noch eine Stufe drunter setzen, aber es geht noch, oder Marlene? Ja, für mich ist das in Ordnung. Aber das je nachdem müsste man halt noch ein Stüflein rausfahren. Und was fällt dir auf? Hast du schon mal gleich ganz anders? Eine Leiter. die Leiter mittendrin, genau. Und da geht das wohl irgendwo hoch, ne? Ja, denn er hat tatsächlich ein Aufstelldach. Schau mal hier auf der anderen Seite. Genau. Das ist hier drin. Und das kannst du einfach aufpoppen. Und dann kannst du oben auch noch mal schlafen. Wie in einem VW T6. Ja. Der Elektroblock, wenn du den mal kurz andrückst und dann mal einschaltest, dann kann man nämlich sehr schön mal die Technik einschalten und das Licht mal anmachen. Also ich muss wirklich sagen, so viel hat sich gar nicht geändert, muss ich sagen. Also vom 214er, den wir eben gesehen haben, zum 217er, das ist wirklich kein Riesenunterschied. Wenn du siehst, also jetzt das Bett ist ähnlich. Ja, das Bett, auch der Aufbau, der Küchenblock, Tischränke, Dusche werden wir jetzt gleich vielleicht noch sehen. Aber ansonsten hat sich nicht sehr viel getan, nein. Das Leder ist hier ein bisschen anders. Hier hat man Stoff-Leder-Kombination mit drin, in dem hier. Ja. Gut, die Leiter ist im Moment hier drin. Die können wir mal rausnehmen. So, das Schöne ist bei der Leiter, ich gehe mal kurz einen Schritt zurück, die kann man falten. Ja. Ist das so? Ja, ist so.
Wo halte ich die? Ja, der andere Seite. Es sind so 2 Gelenke mit drin. All das haben wir noch nie gemacht, aber es ist intuitiv. Wahrscheinlich zum Fingerklemmen schön. Es kann sein, dass du es einmal kurz rausheben musst, wie auf der anderen Seite, siehst du? Meinst du rausheben? Rausheben, genau. Wenn du es mal kurz zusammendrückst. Ja. Ja, machen wir zusammen und dann kannst du hier einfach rausziehen und dann wird die Leiter halbiert. Und rausziehen. Ja, ich bin Aufpassen, dass du nicht in der Decke landest. Ja, das ist eben das, was ich nicht machen will. Sie ist vorsichtig. Ja. Ich mag das bei dir. Bei dir kann man alles schön sehen, wie bedienbar ist das Ganze. Ja, zumal man das, so wie ich, das erste Mal getan hat. Hast du aber gut gemacht. So, die Leiter hat bestimmt auch einen festen Platz, den werden wir heute nicht mehr erfahren, aber Ja, da oben ist dann der Einstieg fürs Dachbett, an das man definitiv nicht rankommt, wenn man keine Leiter hat. So viel ist sicher. Ja. So, behalt mal die Leiter, die kannst du einfach mal, Soll ich sie aufs Bett legen? ja, die kannst du aufs Bett legen. Ah, der Einstieg ist schon hoch. Oh, gehen wir mal rein. Das war übrigens auch gleich eben mit dem Brettchen, was eingebaut ist, was ich dann einlegen kann. Hier habe ich dann meine Sitzgruppe, die man jetzt ganz gut sieht. Der Tisch ist der gleiche. Da hat sich nicht so viel geändert. Natürlich das Zugfahrzeug, jetzt ein ganz, ganz anderes, was mit drin ist. Und MBUX-System, Fahrerassistenzsysteme, die Verdunklung, die ist jetzt durchgehend. Das heißt, du hast nur noch ein Verdunklungssystem statt 2. Stimmt, ne? Das war ja geteilt vorne, ne? Ist jetzt durchgehend. Ja. Das ist vorne dann Und natürlich. ansonsten das übliche Mercedes-Benz-Cockpit. Der ist jetzt anders, der Mechanismus von dem Drehsitz. Wenn du das mal gerade machst und den Beifahrersitz mal gerade drehst. Wo ist denn mein Hebel? Ist der Hebel wieder hinten? Ah, der ist an der Seite, guck mal. Mhm. Der ist wieder hier. Okay, warte. Bisschen nach vorne. Na, jetzt. Jetzt die große Frage, der wievielte Sitz war es jetzt in den Dreharbeiten? Boah, ich habe nicht mitgezählt. Ich weiß es nicht. Und hier hast du dann den Küchenblock, der sich auch nicht geändert hat. Nee. Das ist interessant. Hier, du hast die Lichter, eine Steckdose. Das Hier, Brettchen, Das Brettchen wird wahrscheinlich wieder im unteren Bereich oder irgendwo sein. da oben drauf liegt, guck mal, auf dem Kühlschrank. Ah ja. Da ist das Einlegebrett, Das ist was dann fixiert wird oben in der Nut. Als Erweiterung für die Arbeitsplatte. hält auch gut, ne? Hält gut. Ja. So, ich habe nämlich noch ein bisschen was vor mit dir. Du musst nämlich das Dach gleich öffnen. Oh je, sagt sie. Krieg ich Zulagen. Wir können ja mal schauen. Also das Dach ist auf jeden Fall sehr groß. Wir gucken gleich mal, ob wir genug Platz drüber haben. Sollte aber so sein. Ja, Kühlschrank, ein Kompressorkühlschrank drin. Ja. Mit dem Gefrierfach hat sich verändert, schau mal. verändert. Genau. Es ist nicht mehr so winzig wie vorher. Aber um es öffnen zu können, Muss die Matratze hoch. ja. Ja, aber es geht. Das heißt, wenn du, oder es geht gerade so eigentlich. Mach mal. Der Hebel war schon, also es kommt hier Am schon. Anschlag. Da Kommt hier dran, ne? dagegen. Bisschen Knapp. enger. Ja, es ist das bei dem anderen nicht gerade. Hier ist es schräg, ne? Ja, zumindest ist es jetzt mal zu. Das heißt, im Moment jetzt geschlossen. Bei dem anderen war es ja am Anfang geöffnet. Ja, aber ich meine, es war. Das müssten wir mal auf dem Video dann nochmal schauen. So, hier ist noch eine Lampe. Ist da in der Mitte eine Lampe? Ne, ist nur eine Attrappe.
Das meinst du? Ja. Okay, das So, ist eine Steckdosen, 12 Volt normal, SAT-Anschluss. Nee, also ich sehe hier nichts. Nee. So, dann geh mal aufs Bett drauf. Ein beherzter Schritt. Ansonsten gibt es so kleines Höckerchen, was wir eben schon entdeckt haben, dass man draufgehen kann, aber das geht auch ohne. Und auch hier habe ich dann ein Querbett. Auch die Schränke haben sich nicht verändert. Nee. Das ist alles gleich geblieben. Ich dachte jetzt, es käme die Riesenrevolution hier drin. Ja, die Riesenrevolution ist wohl wahrscheinlich Das Zugfahrzeug. Ja. das Zugfahrzeug. Nein, das Dach, wie sagt man dazu? Das Aufstelldach. Aufstelldach, danke. Na, aber das gibt es wahrscheinlich bei dem anderen dann auch alternativ. Hier vorne ist noch ein Vorhang. Kannst dich dann vereinzeln. Dann verweisen wir doch auf den 217er, was die Bettmaße angehen. Und ja, du kannst zumindest mal zeigen, wenn du mal kurz nochmal Sporty Spice machst. Ja, warte. Du kannst die Leiter liegen lassen für die Füße und kannst sie drauflegen. Dann ist es auch ein bisschen einfacher. So, 1,72 und? Ja, Geht. ist bequem. Prima, also für 2 Personen auf schlechten Wegen unterwegs, das geht. Hier hat man nochmal 2 Haken drin. Nasszelle. Ja, jetzt bin ich gespannt, ob sich da was getan hat und wenn was. Spiegel ist nochmal an der gleichen Stelle. Ja, Und, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. identisch. Identisch. Ich sehe keinen großen Unterschied. Die Platte muss wahrscheinlich herausgenommen werden, ne? Mhm. War da eine Platte? Bei dem anderen war jetzt die Du meinst die Duschplatte hier unten? Duschplatte, genau. Da war auch eine drin. Ja, Da ist die Toilette, Waschbecken zum Hochklappen, genau. der Schrank Der Schrank wieder. zum Aufpushen. Okay. Und als kleines Highlight das hochklappbare Waschbecken, was auch wirklich Klack macht Was ist das? und nicht Klang. Es senkt sich sanft ab. Ja, da braucht man nicht nachhelfen, das macht's von den. Prima, und hier ist die Sitzgruppe. Ja, dann schauen wir doch mal, wie das Dach aufgeht. Zunächst schaue ich mal draußen rein, ob irgendwas im Weg ist. Nicht, dass wir irgendwas treffen, aber es sieht gut aus. Hier ist alles frei und wir können das Dach mal öffnen. Die Hilfe war da. Es ist nämlich ganz einfach. Zeig mal langsam in Zeitlupe. Wenn man gerade zur Seite gehst ein bisschen. Da vorne ist nämlich ein kleiner schwarzer Schalter. Nochmal. Und wenn man beide drückt zeitgleich, da vorne sieht man es ein bisschen besser. Da, dieser kleine. Dann kann man es entriegeln. Warte, ich hänge fest. Und bitte. Ja, bist du soweit? Ja, ich bin soweit. Und es werde Licht. Geschafft. Dann ist auf, da haben wir Licht. Ja. So, und jetzt, spätestens jetzt brauchst du die Leiter. Ja, spätestens jetzt komme ich nicht mehr. Geht nicht mehr. Hoch. Wow. Ist groß, gell? Ja. Hol mal die Leiter, stell die mal rein. Ja, die Leiter müssen wir erstmal wieder rumflicken. Ne? Mit Aufstelldach. Für die ausgewachsene Familie. So, ich zeig's mal von außen. So sieht es denn ausgeklappt aus. Also der kommt wahrscheinlich überall durch mit dem Allrad. Die Marlene bastelt mal die Leiter zusammen. Ich sehe gerade, du hast Weihnachtssocken an. Sind das Weihnachtssocken? Das sind Weihnachtssocken. Bald ist ja Weihnachten.
Das sind doch. Ne, gut, Wichtelsocken. Wichtelsocken. So, Leiter kommt rein. So, also, da haben wir sie doch, oder? Ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht, aber ich glaube, da gibt es nichts Falsches. So. Steht sie schon fest? Ja. Also 0 bis 6 Jahre. Das heißt, du darfst hoch. Ich darf nicht hoch. Vorsicht, die Schlaufe zum Runterziehen, dass du nicht hängen bleibst. Der Klassiker. Macht sie rein, sie fällt auch gleich wieder runter. Jetzt ist sie fest. Okay. So, geh mal drauf. Da ist ja eine Folie drauf. Jetzt wäre doch sinnvoller, wenn du drauf Ja, ich komme gleich. Du gehst vor und ich filme mal rein. Und das ist dann nochmal im Bett. Das ist größer wie das hinten. Das würde ich schon behaupten, ja. Aber es ist natürlich im Winter, ist unten ein bisschen gemütlicher. Cool. Willst du liegen bleiben? Weil hier vorne sind die Füße. Streck dir mal komplett aus. So, du bist jetzt ganz am Ende. Also die Liegefläche sind bestimmt hier 2 Meter mal ungefähr 1 Meter und ja, 1,20 Meter ungefähr. 2 haben auf jeden Fall ganz bequem Platz und Kinder hätten halt richtig viel Spaß. Und hier vorne, da kann man dann rausgucken. Da hat man so eine Art Fliegengitter davor. Und an der Seite habe ich dann nochmal Fenster. Mach mal auf. Falls man es noch ein bisschen luftiger haben möchte. Komplett öffnen kann man es nicht. Das ist jetzt ein reines Sichtfenster. Und hier auf der linken Seite habe ich wahrscheinlich nochmal Fliegenschutz, den ich dann nochmal öffnen kann. Ne, auch der ist zu. Und komplett aufmachen geht bei der Ausführung jetzt nicht. So, hier vorne hat man noch was zum Einklemmen. Ein Leselicht suche ich jetzt vergeblich. Und so sieht die Ablage dann aus für Handy und Co. Auch den 12 Volt Anschluss sehe ich im Moment nicht. So, ich gehe nochmal runter. Ja, komm mal runter, bitte. Da ist das Dach. Es ist jetzt echt groß. Also Höhe schätze ich mal 3,50 mit Aufstelldach. Bestimmt. Ja, interessantes Konzept. Also wenn ich jetzt Family habe, bin jetzt so ein bisschen Outdoor unterwegs, will irgendwo stehen, wo nicht jeder stehen kann. Mit Allrad, mit dem Igelhaut komme ich überall hin und kann dann mit 4 Leuten ganz bequem schlafen. Zum Beispiel ein Pärchen könnte hier, 2 Pärchen könnten sich dann gemütlich machen. Einer schläft hinten oder die Kids schlafen unten und die Eltern oben oder umgekehrt. Ja, das kann man aufteilen, wie man das wünscht, genau. Und hat dann hier oben dann nochmal den großen Schlafbereich, den ich übrigens auch zumachen kann. Also hier vorne gibt es noch eine Abdeckung, kann ich das komplett verschließen. Stehhöhe, stelle ich nochmal hin bitte. Das mal gerade zeigen. Und mach mal gerade nochmal Platz über dir mit der Hand. Da ist also nochmal, ich denke mal 1,80 Meter, 1,90 Meter sollte kein Problem sein, dass er noch hingeht. Prima. Ja, wir haben es euch gezeigt. Der Unterschied zwischen diesem hier, dem Hymacar mit Igelhaut Allrad S, Grand Canyon S, zum 2020er Modell, das hier ist der 2017er. Und hier ist dann das Pendant aus dem Jahr 2020 mit Aufstelldach. Die beiden trennen jetzt im Moment circa 14.000 Euro. Grundpreis von dem Auto sind 56.990 Euro und wie er hier ausgestattet ist, dann sage und schreibe 134.488 Euro. Aber allein der permanente Allradantrieb, der kostet schon mal 29.900 Euro und die Differentialsperre Hinterachse 100% kostet 7.000 Euro. Die All-Terrain kosten nochmal knapp 3.000 Euro und.
So kommt eins zum anderen. Länge 5,93 Meter, immer noch sehr kompakt. Die Breite 1,99 Meter und die Höhe 2,85 Meter plus dem Dach. Und das, denke ich mal, sind wir dann bestimmt bei 3,50 Meter Gesamthöhe. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, Marlene, die das Dach heute mal ausprobiert hat. Und wir drehen tatsächlich im Hümerzentrum Sulzemoos und da unten stehen noch viel, viel mehr Hümer, die wir uns heute mal anschauen werden. Einer nach dem anderen, denn sie waren ja nicht auf dem Caravansalon und die Arbeit machen wir jetzt für euch. Tschüss!